Ich komme jetzt gerade von der Probe von Enno Poppes Violinkonzert Schnur. Ich muss sagen, ich bin enorm erleichtert. Die Herausforderung bei diesem sehr, sehr speziellen Violinkonzert von Enno Poppe ist, dass er eigentlich eine völlig andere Sprache des Geigenspielens entwickelt hat, als ich es bisher die letzten 35 Jahre lang gewohnt war. Er arbeitet unglaublich viel mit Glissandi, er verbindet alle Töne miteinander, entweder dynamisch oder auch durch Glissandi, die alle möglichen Arten und Variationen von Vibrato sind. Entweder nur ganz wenig oder immer mehr, bis hin zu einem Viertelton oder dann eben mit mehreren Intervallmöglichkeiten, Terzen, Quinten, Sechsten als quasi riesenhaft vergrößertes Vibrato. Mir gefällt es auch sehr, wenn wir zusammen etwas entwickeln können. Manche Komponisten wollen das ja gar nicht und kommt dann irgendwann das fertige Violinkonzert im Briefkasten an. Das ist auch eine Möglichkeit, die ich respektiere. Aber was mir so gefallen hat, jetzt in dem Fall von Enno, dass wir zusammen uns getroffen haben und wirklich versucht haben, etwas zu entwickeln, so eine Art Kern des Stückes zu entwickeln. Und das war eben das, wo er mich immer gefragt hat, was ist das maximale Vibrato? Wie hört sich das an? Auch etwas kann auch gern hysterisch sein, ja? Aber was passiert, wenn man immer weiter wackelt und an einigen Stellen in dem Stück ja sogar links und rechts wackelt, also mit Bogenvibrato und großer Amplitude Vibrato links. Bei Enno weiß ich, dass er die Partitur so gut kennt und dass er genau hört, was nicht stimmt und dass er genau in seinem inneren Ohr hört, was er hören will, wie es sein soll. Und deshalb ist es für mich vielleicht auch ein Druck, aber ein angenehmer Druck. Ich habe es gerade auch zu ihm gesagt, das ist das, weshalb ich meinen Beruf liebe, wenn ich diese Arbeit machen kann, auf die es ankommt. Was ist schlimmer, als wenn es egal ist, was ich spiele? Das ist nicht mein Beruf. Ich will das machen, was da steht. Und das ist halt im Falle von Enno Poppe eine große Herausforderung. Und je mehr ich daran arbeite, umso mehr Spaß macht es mir. Es ist ganz einfach so, weil ich meinen Beruf liebe und er etwas schreibt, was meinem Beruf 100% entspricht. Ja, was würde ich an dem derzeitigen klassischen Musikbetrieb ändern? Mir ist es immer unglaublich wichtig, den Leuten, die mit klassischer Musik nicht so in Berührung sind, zu sagen, dass diese ganzen Äußerlichkeiten, die angeblich so wichtig sind beim klassischen Musik hören und beim ins Konzert gehen, eigentlich überhaupt nicht das Wesentliche sind. Sondern das Wesentliche ist, dass klassische Musik, und dazu zähle ich übrigens auch Enno Poppe, also die Musik, die wir in diesen Sälen hören und spielen, etwas aussagt, was elementar wichtig ist für die Menschheit. Davon bin ich sowas von überzeugt und die überhaupt nicht an Aktualität eingebüßt hat, egal ob es vor 500 Jahren geschrieben wurde oder heute, wenn es gute Musik ist, natürlich. Und das würde ich gerne ändern, dass diese Angst oder diese Ehrfurcht vor diesen Tempeln der klassischen Musik, vielleicht das brauchen wir gar nicht so sehr, sondern vielmehr den wirklichen Respekt davor, was wir leisten als Musiker und Künstler. Und dass es ums richtige Leben geht, um das, was uns alle betrifft. Und ich glaube, diese Probleme werden ja nicht weniger. Trotzdem glaube ich, dass sich die Welt schon enorm verändert hat. In manchem Sinne vielleicht auch negativ, weil das Reisen so schnell geworden ist, dass wir es tatsächlich schaffen können, an einem Tag in Chicago zu spielen, am nächsten sofort in Berlin, am nächsten in Paris. Das war ja früher nicht möglich und hat einem vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gegeben. Da muss man sich ein bisschen anpassen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es auch heute vielleicht wieder möglich ist oder zum ersten Mal vielleicht auch möglich ist, als Künstler, Künstlerin auch Kinder zu haben, eine Familie zu haben und das zu vereinbaren. Also ich weiß noch, es war eine sehr schwere Zeit, als meine 2 Kinder klein waren, zum Beispiel mit dem Reisen und Arbeiten und trotzdem müde sein und sich nicht vorbereitet fühlen und erschöpft sein und dann trotzdem auf die Bühne müssen.
Aber ich habe so viel Verständnis erfahren. Ich weiß nicht, ob das vor 50 Jahren beispielsweise auch so gewesen wäre. Ich glaube, da hat sich schon viel verändert, dass man uns Künstlerinnen das auch zugesteht, uns nicht für Karriere oder Familie entscheiden zu müssen, sondern wirklich beides haben zu dürfen. Das ist ein großes Privileg.